Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Outer Worlds. Jo. Jetzt sind wir hier bei Fallbrook. Aber wir haben rechts oben noch ein Quest stehen. Ja. Ich bin halt so einer, ich gebe den lieber mal ab. Bevor ich mich jetzt nur irgendwo vertue oder so. Das heißt, wir reisen einmal ganz kurz zu Stellar Bay. Ich glaube, ist der draußen oder ist der drin? Ich gehe mal Stellar Bay selber. Und werde den Quest abgeben. Und dem anderen armen Kerl sagen, dass den anderen in den Tod geschickt hat. Ja. Leider. Hey, Sebastian. You look like a woman who's looking for some mostly fresh animal parts. Sebastian, you ever get your hands on those pheromone sacks? Manipillars ain't gonna hunt themselves, you know. I must have hunted a dozen, but I couldn't find a single sack on any of them. Must be looking in the wrong place. Manipillars ain't got pheromone sacks. I just told him that so he'd stop asking me for advice. At least I'm getting a good haul of claws in the process. You're in good hands, traveling with Monarch's top merc. Still, if you want any rat glands or manticlaws, I've got you covered. Ich habe das Tagebuch gefunden. He'll probably be wanting it back. You see any sign of him? Verspeist von der Mantikönigin? Ich habe das Tagebuch einer toten Mantikönigin gefunden. Oh, so. Funny place to leave a journal. But what about Mr. Pickett? Er ist tot. Das Tagebuch ist das Einzige, was von ihm übrig ist. Wer weiß. So, wie ich die Sache sehe, ist er ein ziemlich schlüpfriger Typ. Ja. That's pretty sad. He sure seemed like he knew what he was doing. Anyone fool enough to chase after a queen is pretty fucking far from the know what they're doing class of people. So this journal is all he left behind? Seems like I ought to read it. Looks mighty long, though. Vielleicht können Celia und du es auf eurem Date lesen. Sieh's mal so. Er hat seine Mantikönigin gefunden. Vielleicht solltest du dich darauf konzentrieren, nicht einfach wahllos Menschen alleine einer Mantikönigin zu schicken. Celia und du es auf dem Date lesen. Ja, nicht so die beste Idee. Yeah, you're probably right. In any case, I appreciate you tracking down Mr. Pickett for me. Here's some bits for your trouble. Lass uns über was anderes reden. Like what? Vielleicht ein andermal. Okay. Haben wir jetzt hier vielleicht noch mal die Gelegenheit, mit ihr zu reden, ja? I don't understand. All I wanted was to keep my baby safe. Why would he do this? Weil du zu vorsorglich bist. So, Tagebuch. Kann ich hier noch was machen? Suche nach Hinweisen. Schmackschnitt auf Groundbreaker. Und in Fallbrook. Nein, Fallbrook. Nein. Nein. Catherine muss ich finden. Catherine. Tragische Trooper. Grab zusammen für die Luke auf. Ich Chandler finden, ne? Fallbrook. Dann machen wir doch den hier endlich mal. Der leere Mann. Quartier. Region. Fallbrook. Und wieder zurück. So ist zumindest der Plan. The Descended. Ich höre Schreie. Ist das gut? Ich weiß es nicht. So, finde den Gelehrten. Ja, ich vermute mal, das wird jetzt relativ groß sein hier wieder. Fallbrook. Oh ja, ich dachte es mir schon. Mortimer Bell. Sublight Schläger. Fallbrook Gast. Ja, ich vermute mal, ich muss dahin, wenn ich dann mit der anderen reden will. Mortimer Bell. Trouble checking in? Or you might need directions to the amenities? If you're locked out of your cabin, a replacement key costs 50 bits.
Erzähl mir von der Freizeitanlage. No reservation, no problem. Day trippers are always welcome in our saloon. Straight back and to the right. If you hit the falls, you've gone too far. Check in with Ms. Malin. She'll set you straight. I am here to anticipate and facilitate your needs, patron. Wo bin ich? Was ist das für ein Ort? Guess it's true. Fallbrook really is the best-kept secret in all of Monarch, excepting the Borst Factory's secret ingredient. We're a leisurely stopover for the more adventurous spacefaring traveler. Understand? Hm. Nein. Man, oh man, it has been a blue moon since I had to break out the Hookem-spiel. Allow me to paint a picture in your mind. A parcel of pure paradise nestled beneath a waterfall within a mountain. We've got activities of leisure. We got proclivities for vice. We got booze and bets and non-communal beds. Sublight owned and run, so you know you're safe while you're breaking the laws. Check in at the saloon to start spending your bits now. Mhm. Lily hat mich geschickt. Wo ist Catherine? You're looking for Ms. Malin. On an errand for the boss lady? That sounds ominous. Yeah. Ms. Malin won't like that a whit. Immer schön atmen, es ist in Ordnung. Sag mal einfach, wo Miss Mellon, wie ich zu ihr komme. She's not but just down the way. A 10 to 1 says she's either pouring drinks or skinning a sprat in the saloon. Word to the wise, Ms. Malin don't take kindly to interlopers. When I said sprat, I didn't mean the sort with whiskers and a tail. Mhm. Ich komme später wieder. Sublight territory. Feels like being home. Hm. Fallbrook's great. Anything you want, they've got it. So long as you've got the bits. Sublight Salvage. Wie groß ist denn das Ding hier? Ja, geht noch. Okay, da ist die... Oh, darf ich da rein? Jungs? Nelson Mason. Was ist das? Es piept. Das piept. Take a gander at that Gott. mug. I ain't ever seen someone so adept looking my whole life. He means gullible, Captain. Watch yourself, Captain. This guy's got eyes like a sprat set on stealing your dinner. Oh, now, come on. All I mean is, well, rather that, you don't seem like the usual pigeons we pluck. No offense, of course, if you are a Byzantium goldblood. Say, I'd like to do you a favor. Might I interest you in a surefire scheme? Wink, wink. Ah. Mit deinen Schmeicheleien kannst du alles erreichen. Sprich ruhig weiter. Hast du gerade Hast du gerade Zwinker zu mir gesagt, anstatt mich richtig zuzuzwinkern? Hoffentlich ist der gut. Oh, I enjoy a good challenge. I'll get right to it then. Pure and simple, it's like this. I run our drug delivery service. Recently, I had the genius idea to cut costs in half by swapping our autoloaders with faster, cheaper sprats. Lass mich raten, wir stecken die Hälfte ein und wie du einsparst? Too right you are. Only problem is my sprat carriers ain't arrived from their latest run. As I was saying, you look more capable than most of the hoople heads around these parts. What say you locate him and retrieve the goods for me? In return, I'll cut you 5% of the profit. Nein. Überzeugen. 143 Charisma. Sagen wir 35 plus eine Auswahl deiner Waren. Oh. Ich helfe gerne. Ist ja nicht so, als hätte ich was Besseres zu tun. Wo soll ich anfangen, nach den fehlenden Spread-Kurieren zu suchen? Bevor ich zustimme, will ich antworten auf ein paar Fragen. Hit me. I won't even hit back. Wo soll ich anfangen, nach den fehlenden I run my zu suchen? sprat carriers back and forth through the shipping tunnels near the waterfall. Ought to check there first. Good luck. And don't get any ideas about pilfering the drugs for yourself. Hm. Ist doch nicht so, als hätte ich was Besseres zu tun. Was that sarcasm?
I'm going to assume it was not. If it's sarcasm, you've got to show it somehow, like with a wink. My Sprat carriers scurry back and forth through the shipping tunnels. Any trail ought to start there. When you've got the goods, I'll be here. Got the goods? Because I know you wouldn't be wasting my time otherwise. Wink. Ow! What was that for? Zwingen wir noch einmal zu. Noch einmal. No, I wouldn't dream of it, really. Wink. Ow! Oh, for the love of... I thought we were joking! If this swell's shut, I swear I'll... Nothing. I am not gonna do nothing. Don't punch me again. Please and thank you. Though, you put that mean right hook to good use getting my drugs, and I'll be more than happy. Der ist anstrengend. Got the goods? Because I know you wouldn't be wasting my time otherwise. Wink. Ich habe noch ein Hit paar me. Fragen. I won't even hit back. Was soll ich mal für dich erledigen? Was treibst du hier eigentlich? Officially, I keep the books for Miss Malin, provide loans to the Byzantium Goldbloods for gaming, and oversee our drug-running operations. Speaking of, might I interest you in a purchase? I'll give you a first-time discount. That's 5% off and a free drink at the ante-up. You're welcome. Werde ich mal... Ah, klar, warum nicht? A shrewd decision. Here's your starter pack and your drink voucher. Was soll ich noch gleich erledigen? Pure and simple, it's like this. I run our drug delivery. Ja. Only problem is, Ja. you're retrieving the lost goods from me. Ja, ja. Wow. You're either an extremely important person or slated for a slow and torturous death. I do hope it's the former. Either way, you'll find Miss Catherine Malin straight back in Malin's House of Hospitality. Okay. Weiß ich zumindest mal, wo die ist. Ja, das war erstmal alles. Sure it is. Wink. Darf ich nochmal? Oh, schade. 2 blaue Augen hat er schon mal. Ei, der ist anstrengend. Wink, wink. Wegen der Halskette. Nein. Nein. Was ist das? Kann ich da was machen? Das blinkt so. Leuchtet so. Oh, schade. Wer ist das? Emmett Dunsley. Oh, I beg your pardon. Can you not see I'm walking here? Was? Wo willst du hier laufen? Physically, you mean? In my mind, I have traveled galaxies. Well, it is of no consequence, I assure you. I shall embark shortly with my legs. Wohin? I'm not entirely decided. If I'm being honest, I think I'd fancy a visit to Tartarus, so long as it's under the shield of my fantastical imagination. Dann geh weiter, Alter. Pardon me, you're distracting the magnificent journey of my mind. I was galaxies away being ripped asunder in the depths of a black hole. What an excruciating and exquisite experience. Moment, was? Wie du deinen Urlaub im Fallbrook gestalten willst, liegt ganz bei dir. Nothing at all, I assure you. I tend to ramble. If there's no further excitement to be had, I suppose I shall go for a soak beneath the medicinal waterfall. Klar. Perhaps I'll slice my Heilwasser. heel open on a rock. Nothing like the physicality of pain to make you feel alive. Not now. I'm walking and thinking while I'm walking. Gast. Hallo? Du hinter dem Haus? Du auf dem Haus? Wenn man auf ein Haus kann. Dann nehme ich mir das doch. Badadadam. Da hinten muss ich rein, dann kann ich hier auch wieder reingehen. Oh, wie Sie sehen. Will do, Captain. Ich brauche kurz einen Moment alleine. Nur für mich.
Ja, hat sich eher nicht gelohnt, aber Be right there. bitte wiederkommen. Ja, eigentlich wäre das hier geiler, aber irgendwie... Ich speichere mal ganz kurz, ob das klappt. Hey, Ja. I saw that. Was sagst du? Nee. Nee, sagst du nicht. What do you think you're doing? Oh, gar nichts. You ought to make yourself scarce now. Oh, schon wieder. Weil die mich gesehen hat. Klar. Deswegen speichere ich bei sowas immer. Oder fast immer. Ich will ja kein schlechtes Licht auf mich I'll werfen. keep it down. Ja, ich gehe ja schon. So, da waren wir ja eh schon. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwo was ist. Chat. Shit. No, but thank you. I'm quite all right as I am. Was? Oh, you're still here. I said I don't require anything at this time. Run along now. I've had more than enough to satisfy my thirst for one evening. Okay, ernsthaft, was ist dein Problem? Deal? A rather bad one indeed. The fella swore Fallbrook was unrivaled in its leisurely pursuits. But it seems to me the whole town is designed primarily to leech one's bits. And now that I've run dry, or nearly so, the fellas have abandoned me back to Byzantium. You wouldn't leave a friend in need, I'm sure. Don't suppose I could just ask you to scram. Wo finde ich Catherine? Can't fathom why you'd go searching her out. But it's your neck on the noose. I was told she runs the saloon. Ja, hau ab. Hi. Okay. Finde den Gelehrten. Der ist da hinten drin. You seen Arthur today? Ist doch noch ein bisschen größer. Ach du Last time I saw him was Hm. Stadt. I can't remember. Finde den Gelehrten. You So, don't gehen wir think erstmal da he rein. got crushed around? Oh, It was his team running Oh, that hi. drop. Sure puts things into perspective. irgendwas, was ich hier noch klauen kann? Mhm. Hier ist leider nicht wirklich was, außer diese Karabiner. Aber die hier, da kann ich nicht ab... Wer kann töten? Schade. Oh, wieder ein Haus. Boah, hat's mich jetzt gerissen. Alter. Ah, Roboter halt. Ja, warum kann ich das nicht? Hi. Ich mach nix. Kann das nicht. Wo ist der? Der Roboter hin, wollte ich gefragt. Stolen items will what do you think you're doing? Your bits will provide for this unit's maintenance fund. Nee. Wo hat er denn? Ach, Gelick. Ach, dann lebe ich jetzt damit. Wie weit ist denn der runtergegangen? Uff. Wo sind da die? Sublight Savage, neutral. Schlecht 14%. Mal schauen, bei wem ist denn? Ja, weil ich ein paar Mal annehmbar. Ja, okay, die 14%, die kann ich schon mal, ne? Making it look easy. Speichern. Hallo, Robby.
Aber da an den Terminal muss ich wahrscheinlich irgendwie ran. Naja. Blöd. Hey, Roboter. Ich speichere mal. Aufzeichnungen anschauen. Ahmed, Bildungslinie. Ich lasse das mal wieder da. Ich überfliege das auch noch schnell. So viel Zeit haben wir nämlich leider nicht. Schluss abgelehnt. Schluss abgelehnt. Alles gelesen, ha? Alter! Ich sollte mal hinter mich schauen. Aber jetzt kann ich das schnell durchklicken. Muhaha. Hallo Roboter. Hier schon. So. Nachdem wir das jetzt erfolgreich nicht hingekriegt haben. Versicherungsagent. Alles klar. Gut. Wenn wir schon einen Verkaufsautomaten haben, ne? Ist dann die Frage, haben wir was sehr wertvoll ist? Ansonsten würde ich jetzt einfach mal ein bisschen zerlegen. Das da zerlegen wir. Das Ding auch. Sagen wir alles, was jetzt über 100 ist. Über 100. Ja, das behalten wir. Und das verkaufen wir dann. Und alles drunter schroten wir ein. Ein bisschen Kohle brauche ich ja. Aber wie man sieht, das wird dann schon irgendwo teuer. Deswegen, je mehr Kohle ich habe, desto zufriedener bin ich. Und Waffenteile brauche ich ja auch zum Reparieren und so weiter. Ja, das ist halt schon wichtig. So. Dann tun wir das hier mal zum Schrot hinzufügen. Dann noch irgendwas, was richtig was taugt. 50er Helm. Aber auch schwer, ne? Ich habe eh einen schweren Helm. Bei mir ist es wurscht, weil man sieht meinen Kopf eh eigentlich gar nicht. Das wäre halt schon nochmal ein gutes Stück, ne? Aber dann können wir die hier alle zerlegen eigentlich, außer... Was haben so Ellie? 58er Helm und eine 58er Rüstung. Und sie hat 46er. Nur schauen, ob ich hier noch irgendwo... Dialogfertigkeit. Nee, Drogen. Nein. Hier, wie heißt es denn? Schlossknacken plus 5. Werde ich mir den mal behalten. Einen von denen. Ja, hätte ich jetzt auch wirklich bei Schleichen plus 5, das auch. Also... Achso, das ist ja dann ein Helm, dann würde ich lieber... Was sind dann hier? Fertigkeiten? Schleichen? Wo ist Schleichen? Nee, dann brauche ich wirklich Schlossknacken. Dann hebe ich mir den auf. Gut, zerlegen wir mal. Den behalten wir. War das nicht Technik? Technik auch noch, genau.
Also die beiden hier behalte ich mir. Einfach nur wegen den Stats. Ist ja wurscht. Und dann habe ich auch ein bisschen wieder was hier an Gewicht. So, Schrott verkaufen. Es sah so vielversprechend aus. Was habe ich jetzt im Kopf? 49. Und das da 41. Schwer. Das schaut da besser aus, gell? Aber nee. Ich raub den aus. Der schaut schon so komisch. Da oben habe ich ihn eh schon. So. Dann red mal mit mir hier. Welcome to the offices of the Greater Halcyon Insurance Group, Halcyon's premier provider of life and disaster-related insurance. I'm obligated to inform you that our coverage does not extend to incidents deemed to result from negligence, criminal activity, or dullness of mind. Eines trägen Verstandes, Resultat davon vermerkt. So, what kind of insurance package can I interest you in? We're running a special on dismemberment policies. Buy one, get one half off. Wieso befindet sich das Büro auf Monarch? We're not on Monarch. For all practical and tax-related purposes, this office is an official enclave of Byzantium. Wenn du das sagst, wieso? Legally speaking, corporations are not allowed to operate on Monarch. But financially speaking, there are certain costs to running a business from within Byzantium's walls. So while our official address is in the city, and while our office here is technically an extension of that address, we found it more expedient to conduct our key operations here. So we can... what's the phrase? Pass savings to the consumer, of course. Wenn du das sagst. Ihr betrügt also die Behörden. We prefer to think of it as chasing the savings. Turns out that not having to pay kickbacks, fines, and rent in the most expensive city in Halcyon improves our liquidity. Plus, Sublight keeps this place running remarkably well, and they sure drive business our direction. Was kannst du mir sonst über die Versicherungspolicen erzählen? Plenty. As my boss likes to say, there's a policy for every situation and an exclusion for every policy. We've insured unusually expressive eyebrows, outrageous statements, disastrous marriages. Wer lässt denn eigene Augenbrauen versichern? Usually character actors, or corporate execs with menacing stares. Wer würde sich denn ungeheuerlichen Aussagen versichern lassen? That policy is almost exclusively for our corporate clientele. In the unlikely event they make a claim about a product that turns out to be less than accurate, they need some kind of protection against the damage to their sales and reputation. Katastrophale Ehen? Those are mostly for top-rungers in Byzantium who have a lot of social and financial capital wrapped up in their marriage contracts. There's one for your beloved eloping with your sibling, your beloved eloping with their sibling, scandalous rumors forcing you apart, the revelation of a secret love child. We try to cover every possible hazard to domestic bliss. Mehr muss ich nie wissen. One thing's for sure. You won't find better policy protection against sudden lunar implosions anywhere in Halcyon. Ja, das war's jetzt erstmal. Alles klar. Sublight. Dry Goods. Sundry. House of Hospital. Bäh. Schauen wir uns jetzt mal hier so um, was da noch so ist. Ob da noch wer reden will. Das ist eine verschlossene Tür. Always imagined Fallbrook would be cleaner. Da ist noch jemand, mit dem ich reden kann. Cheaper. Room for Rent. Okay. Kann ich mir ein Haus kaufen hier? Das wäre schon nice. Ich rede mal mit der hier. Certainly does not. Can I help you? Don't think we've spoken before. I would remember. You look, well, I wouldn't forget what you're wearing, no. Wieso sollten wir uns schon mal unterhalten haben? Most of the freshies spend their first day in the saloon. Fresh to Fallbrook, I mean. Me? I've been here
Going on 3 days now. I'm real friendly. Figure I've talked up everyone in town by now. But not you yet. Anscheinend ist heute dein Glückstag. Every day I've been here has been my lucky day. Never won so much in my whole life. Aside from a close call during my wilderness hike, it's been a grand adventure. I'm dreadful blessed that Captain Criley hired me onto the crew. Traurige Situation. You heard that right. Wilderness almost got me pushing up daisies. If I wasn't so fleet-footed, I never would have escaped them raptidons, then marauders, and then that manta queen alive. To outrun him, I had to ditch my bag. All the bit cards from my winnings were weighing it down. A shame, cause it was my favorite gun tote. Oh, Lieblingswaffe. Oh, wie bist du hier gelandet? Well, Captain Criley wanted to take a pit stop. I'm the hired security, see? They pay me to guard the cargo, but right now the hull's empty. It's my first shore leave with the crew, and my maiden voyage before that. I can tell you it's been a real hoot. Was sagtest du, mit welcher Crew würdest du gleich nochmal arbeiten? You wouldn't have heard of them. They're just a small pot of smugglers. Kept getting their spoils stolen when they went to fence them. So they hired on a merc. They didn't mind my being so talkative, or them being my first protection gig. Captain Criley, he does ask me to shut it sometimes. In fact, I probably shouldn't be flapping my gums about his crew at all. Irgendwelche Überlebenstipps? Captain warned us to take care around Devil's Peak. The bigger beasties tend to roam the slopes there. Mid-morning, I thought I'd try Fallbrook's self-guided wilderness hike, the one that leads up around the mountain. Safe enough, else they wouldn't advertise, right? Wrong. Scarcely made it back in one piece. Ich suche nach Devil's Peak. Look for the horns and you can't miss it. Even I saw them when we flew overhead. Welche Hörner? Massive curved stone peaks, if you want to get technical. They're a part of the mountain terrain. Ah, okay. Das war's dann erstmal. Right then. Very well. Würde gerne nochmal was Then I'd fragen. like to Mal answer schauen, it. ob der noch was zu If sagen I hat. can, that is. Nee. Right then. Very well. Tschüss. Irgendwas Sinnvolles hier? Was sich lohnen würde? Nein. Nein. Nö. Sehe ich jetzt irgendwo noch nicht. Ja, dann gehen wir mal... Ich könnte hier in das Haus einbrechen. Verschlossen. Come back later. Now it's not. We got our paws full enough as it is. Go away. For rent. Die kann ich mir mit Sicherheit irgendwo renten, oder? Hallo. Ich speichere nochmal. I had a patient who went swimming at a place like this. Got eaten from the inside out by parasitic amoebas. Mal da hinten umschauen, was da so ist. Fallbrook Gast, okay. Hier. Sublight-Lagerschlüssel aufschließen. Okay. Müssen wir merken. Oh, schön Wasserfall und so. Oh. Fallbrook Gast, okay. Ich bin zu neugierig. Ich will überall rumlaufen. Das sah jetzt aber gerade noch irgendwas aus. Eieiei. Minen. Ihr Arschlöcher. Einfach mal schön Minen platziert. Dann laufen wir jetzt mal den Wasserfall hier entlang. Dem Flüsschen. Stein hängen geblieben. Hier noch irgendwo was zu finden ist.
Reginald Cheney. Okay. Interessant. Wer bist du? Mind your own business, friend. Mind your own business, friend. Ah. Werde ich mir merken, wo du bist. Ich werde dann schon nochmal zurückkommen. So. Da geht's dann später noch rein. Das Haus können wir mieten. Hier geht's leider nicht rein. Schade. Werden wir wahrscheinlich von der anderen da kaufen können. Aber jetzt gehen wir dann vielleicht erstmal wirklich zum Goods and Dry Sundry. Okay. Gehen wir in den Shop. Duncan Alley. Und Lida Reed. My dry goods come 75% guaranteed mold free. Was that 75% mold free? No rubbernecking. Make a buy or move on. Was hat er denn? Ja, unglaublich schon wieder. Supply Datapad. Dazu. Konzern Datapad. Ich glaube, die kaufe ich mir mal. Ich lasse das euch mal ganz kurz. Ja, kann ich glauben. Weiß nicht, was die bringen. Ah, das war sogar. Ah, okay, cool. I offer high quality and low prices. Pick one for your purchase. If you bloody it, you buy it. Store policy. Aha. Wer hat denn dieser gegen das Sagen? Town Sublight owned and run. Caters to a variety of clientele. The one you want to avoid pissing off the most is Catherine. Prove bad for her business, and she'll kneecap you without a second thought. Eine Stadt, die eine Bergkanne gebaut wurde. Das sieht man auch nicht jeden Tag. Yeah, and? Do I look like the city planner? I wasn't exactly consulted on the blueprints when Catherine started building out Fallbrook. But now that you mention it, I reckon she had her reasons to hide us. Und vor wem? Monarch ist ein gesetzloses Land. We got smugglers, outlaws, mavericks, and Byzantium socialites flying in and out of Fallbrook all the time. Why openly spit in the board's eye? Wieso die Prominenten? Ich denke, du erzählst mir nicht die ganze Geschichte. It might be that you're right. But I got no reason to trust you with the truth, now do I? Maybe if you were a better friend to Sublight. Ask me again if you're standing with Sublight and proves, and I'll feel more obliged to answer. Was hast du im Angebot? Waffen. Ist jetzt aber auch eher nicht so das Wahre. Ich gehe mal nach oben, schau mir mal das Emmett an. Das war doch der von unten, oder? Emmett? Not now. I'm walking and thinking while I'm walking. Ja, komm, geh. Lohnt sich nicht, lohnt sich nicht, lohnt sich nicht. So. Dann können wir jetzt mal da hingehen und mal mit dem reden. Hey, Cass. Knock, knock. Go away, White. That's not how the game works. I said knock, knock. Like I'm on the outside of the door. And you said... I swear to the architect, I will punch your lamps out. Oh.
having a rough day. Kommt sie rein, damit ich die Tür zumachen kann. Danke. So. Tag 152. Koordinaten. Bericht. Ich kann noch immer nicht glauben, dass in diesen gesetzverlassenen Kraft verstecke, aber vielleicht habe ich zumindest endlich vielversprechende Stelle gefunden, den Tunnel runter am Flussufer. Außerhalb des Orts. Ein Nugget und 2 Zähne habe ich bislang gefunden. Ob ich wohl Zahnarzt Jenny dort... Das ist der andere Idiot. Original. Alter, ich war doch gerade bei dem. Ja. Schön. Aber dann rede ich jetzt erstmal mit der Chefin. So, der Schlägergast Niles. Erstmal mit dem You don't look Barkeeper. like a smuggler nor a dandy. Catherine send you back here? On second thought, it's best if I don't know. What's your order? Nelson Mason hat mir einen Gutschein für ein Gratisgetränk im End abgegeben. This is the ante up, all right, but we don't serve drinks. Hate to break it to you, but Nelson Mason's a con man. Try Yvonne upstairs if you're looking for a swell. Hast du einen Glacial Age Whisky? No, I don't have any... Ugh. If it's only a drink you're after, the full bar's upstairs. This here's the ante up, where you place your bets. Worauf kann ich denn wetten? Tossball, autoloader races, card games, you name it. I ain't picky. And neither is Catherine. We'll both break your legs if you lose, then shirk on paying. Mhm. Sehr nett. Hey Nice. there, exterminator. Glad you showed up to take care of those mantis swarms. Hate those fucking things. Catherine. Dann gehe ich erstmal hoch. Yvonne? Ja. Mir ehrlich gesagt noch gar nie hingelegt. Oh, Yvonne. Folks I never met before are my most favorite kind. So, what's your story? Ich hätte gern was zu trinken. Oh, der hat eh nur das Zeug. Okay, dann halt nicht. You look parched. Have a seat, stranger. So, what's your story? Also, es ist eine wirklich seltsame Geschichte, aber ich bin vor 70 Jahre... Was? Ich bin 70 Jahre lang auf Eis gelegt, durch das Weltall geschwebt und dann eines Tages... Nelson Mason hat mir einen Gutschein für ein Gratisgetränk gegeben. Bagged another one, did he? The ante-up's downstairs, and they don't serve drinks. Here, have a pity swill, on me. Dankeschön. Du servierst hier in dieser Bar schon Getränke, oder? Your eyes do not deceive you. This bar serves the sweetest firewater in all of Fallbrook. I got some snacks on offer too from time to time. Ist das eine Sublight-Bar? If you're asking if it's Sublight owned, then yes. If you're asking if we give discounts to Sublight employees, then the answer is not only no, but doubly no. Ms. Malin built the bar, the saloon, and the town to boot. If you got business with Sublight, I suggest you follow up with her. Ja, ist schon klar. Gut, das andere Your noch was eyes do sagen. not deceive you. This bar serves the sweetest firewater in all of Fall. Ich suche Arbeit. Who ain't these days? Everything runs through Ms. Malin here. Okay, war klar. Bedurfte durch. Ich speichere jetzt mal ganz kurz und dann sage ich ihr das. Mal sehen, was es Pick your sagt. poison. So, what's your... Let me just stop you right there, stranger. My question, it's not one I really want an answer to. Not unless it accompanies some extra bits. Understand? Oh, wie viele Bits sollen es denn sein? More than you can afford at this time.
Mhm. Na, dann gehen wir jetzt endlich mal mit der Catherine auch reden. Gehst du auch mal schlafen? Uh-huh. You blind, little bird? Or can you not see I'm busy? Why is it every sissy pig fucker who strolls into my town expects me to smile and shout awful friendly? Welcome to Fallbrook. Only nugget of paradise in this entire law-forsaken land. Like a void damn advert. I'll bet she's a hoot at parties. Truthfully spoken, I do aim to properly represent my aforementioned nugget of paradise. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin ChEvY. Kleines Stückchen Paradies, eigentlich ein Stückchen Mantikot. Sagen wolltest dann, ja. You know, I ain't heard that one before. Suppose I'll have to work harder to show you just what makes our town shine. But first, I'll need to know what brings you, stranger. Well, I'm half listening. Halberts. Ich hätte gerne ein Zimmer. I take it you don't have a reservation. No matter. I keep a suite of VIP rooms for visitors of your, let's call it, a certain means. The VIP rooms charge by the night. But for you, I'll make it a one-time fee. Got a feeling you'll make me a fine investment. Ja, okay, 466 Bits. 446 Bits. Ich nehm's. Marvelous. Do take care of the place. Maid service won't clean after a murder. Okay. Der Boss hat mich geschickt. Du Hornochse. Eigentlich bin ich hier, um Probleme mit Supply zu kümmern. Good of you to finally haul your ass over here. I wired for backup weeks ago. Got something that's gonna require special extraction from Cascadia. Komm zum Punkt. Ach ja, das alte VT-Zeug. Stella Bay, einen Zugangsraum gefunden. Damit kommen wir vermutlich in den Zugang zum Extraktionsort. Nö. So you got a brain on them shoulders. Excellent. Makes my life a world easier. To extract the gas, you'll need to siphon it from the lab in Cascadia into one of your ship's fuel tanks. Totally safe. Klar. Erklär mir doch gleich das Gas aktuell. Do I look like one of them egghead science types? All I know is that labs use it to create plants and livestock out of local species. But it's a controlled commodity, available only to the board, so it is of high value on the dark market. Definiere sicher. Meaning safe for me and my crew, seeing as it ain't us undertaking the risk. Ja, nee. Okay, das erledige ich. I do like your gumption, but let's not be hasty. To get to the gas, you'll need to navigate through the town, which is overrun by marauders. The lab itself has become an infested nest, crawling with mantis. You gotta fight through, or figure out some other way to exterminate them. Maybe the ventilation system? Die Kota hatte schon mal mit Mantisaurier zu tun. Oh, unsere was? Feldscherin? Ja. Ellie könnte sich bestimmt was einfallen lassen. Ich komme mit dem schon an den Mantisauriern vorbei. And will again. We ought to be taking any opportunity we get to bury those critters in lead. Direct and aggressive. I always did like your sensibilities. You know when to strike and when to wait. Shame what came of your crew. Crews are for ships. They were a family. Close enough. Now, after you clear the manti nest and reach the storage room, all that's left is to get the gas flowing into the fuel system. The task will require someone with technical skills. Or you could force it through with a plasma overload. Don't recommend that option, though, unless you want to get dead. Gut, dass wir eine Technikerin haben. Papa, die wird sich darum kümmern. Dandy.
Did I mention the gas is of an extremely volatile nature? Handle it with the utmost of care. Once you've got our goods, take them to the groundbreaker. Lilia's fencers ought to handle the rest of it. I've marked the coordinates for you to the lab in Cascadia. Use the passcode Antediluvian on the terminal to get in. But before you make your run, I could use a heavy helping hand regarding a local issue. For a fine fee, of course. Mhm. Vielleicht habe ich daran Interesse. Good. This particular matter of opportunity has been eating at me for a while now. There's a Borst factory on up the way, run by a man who calls himself the King. Clive Lundberg, insufferable prick. That aside, it's a business ripe for the plucking. I want it. Clear as that. Das Geschäft ist nur darauf wartet, übernommen zu werden. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Auftrag mit Mord und Chaos einhergeht. Stars, I hope so. Clive Lundberg, the self-proclaimed Borst King of Monarch, is swimming in profit and drowning in his ego. He's making the only meal to be had this side of Monarch, and I'm tired of ponying up for my dinner. I want that Borst factory, owner dead or alive. And you're the soon-to-be handsomely paid fucker who's gonna get it for me. Was soll ich tun? Kill him, run him out. I don't rightly care for the details. So long as Clive knows resistance to me is costly and futile. Hit him where it hurts. In his gut or his production lines ought to make do. Wie kann ich denn hineinkommen? If you got brass knockers, you could shoot your way through the front gate. If you don't fancy getting shot to shit, you can try asking Duncan for a disguise. Might be another way in, assuming you're courageous enough to trek the sewers. Void if I know. Mal angenommen, ich würde die Fabrik sabotieren wollen. Then I'd say you might care to poison the cysty pigs, doctor a few financial records, or throw a wrench in the canning machinery. Wenn ich ihn töten wollen würde? Sometimes the simplest solution is the sweetest. I don't give a whit about the method or the means, just the end. Ah, okay. Klingt doch gut. It'll be more than good when you're finished. Maybe not for Clive, but for me and you, I'm sure. Oh, and if you don't fancy going in guns blazing or crawling through a sewer pipe, see Duncan in the dry goods and sundry building. He ought to have an employee ID in that stash of illicit goods he keeps for select clientele. May luck be with you, since I won't be. Okay, das werden wir dann rausfinden. Aber leider erst in der nächsten Folge. Also, Cheerio und tschüss.